Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken ins Vollmond-Reading rein. Was möchte der Vollmond für eine Botschaft mitbringen? Und ich bin gespannt. Ja, wir haben schon mal wieder das Schicksalskreuz in der Mitte. Ein schicksalshaftes Thema, eine Situation, die bedeutsam ist. Vielleicht auch ein gewisses Kreuz, das man so im Leben trägt. Und es geht hier um das Umfeld, das nähere Umfeld, die Häuslichkeit, die Umgebung. Vielleicht auch eine schicksalshafte Situation familiär, ja. Natürlich kann es auch für einige ganz unbedeutsam sein, dass es einfach um die Wohnung geht, die Häuslichkeit, ne? Dass da sich irgendein Umstand anzeigt, der für euch eben bedeutsam ist. Es kann auch sein, dass sich das Schicksal hier so wendet, dass ihr mehr, das Haus steht für mich immer auch für Untergrund, Basis verspürt oder habt. Ja, und auf der bewussten Ebene haben wir die Verbindungen, die Kreisläufe, die Partnerschaften. Etwas, was sich vielleicht auch im Kreis drehen kann. Möglicherweise wünscht man sich mehr Verbindlichkeit aus dem Umfeld raus oder überdenkt seine eigene Verbindlichkeit. Ich denke eher, es geht darum, irgendeinen Kreislauf zu durchbrechen. Sich ein bestimmtes Muster anzugucken, das immer wiederkehrt. Es kann ja auch sehr gut sein, dass Sie hier, ich sag's mal so, diese Qualität haben, wo schnell mal Grenzen überschritten werden, wo etwas nur oberflächlich erscheint. Wir haben auf der unterbewussten Ebene den Klee drin. An sich ist es hier schon eine gute Kombi für eine Sache, die sich verbindlich gestalten kann in kleineren Bereich. Möglicherweise habt ihr hier auch so Themen mit Wohnungen, Häusern, wo sich neue Vertragsmöglichkeiten ankündigen. Möglicherweise auch mehrere. Allerdings ist es für mich auch so, der Klee blüht nur kurz, ne? Das ist nicht dieses tiefe Glück, das hier kommt, sondern das Alltagsglück, das, was man auch schnell überwinden kann, schnell bewerkstelligen kann. Aber wenn wir es mal auf das Beziehungsleben beziehen, haben wir hier wirklich, dass man sich überlegt, wo im Unterbewusstsein ist euch etwas zu oberflächlich, wo braucht ihr mehr Tiefe, ja? Gut ist, dass das Unterbewusstsein auch schon mal auf einen guten Ausgang ausgerichtet ist, ne? Auf einen kurzen Weg auch. Und es zeigen sich hier Menschen aus der Vergangenheit, die eine Rolle spielen. Das können jetzt hier Vaterthemen sein, die Einfluss nehmen. Das kann ein Ex-Partner sein. Es kann aber auch an sich ein Thema sein, das mit Größe zu tun hat. Verantwortung für sich zu übernehmen, Stärke im Leben zu leben. Die eine Sache ist die, dass man auch das Gefühl haben könnte, wenn wir mal an Ex-Partner denken, oder aber auch zwischen den Stühlen sitzen, ne? Zwischen zwei sitzen, eine alte Energie noch nähren und vielleicht schon absprungbereit sein. Das ist so diese typische Qualität, man fühlt sich doppelt gebunden. Hier kommt in der näheren Zeit der Storch, ne? Hier kann sich sehr vieles ändern. Das Beziehungsleben, das Umfeld, die Häuslichkeit, alles, das sich irgendwie schnell auch bewegt. Wenn man jetzt überlegt, mit der 2 haben wir natürlich auch wieder die 2 Wochen, die sich dann runden bis zum nächsten Neumond. Also schon klasse und auch eine Energie, die sich auf das gesamte Energiefeld der Kreisläufe auswirkt.
Für viele vielleicht auch tatsächlich verbunden mit häuslichen Veränderungen. Das kann jetzt hier der klassische Umzug sein oder das Veräußern eines Mietobjektes oder so, einer Immobilie. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr euch euer Umfeld so verändert, dass ihr da mehr Untergrund habt, mehr Grenzen zieht und einen Kreislauf durchbrechen könnt, der euch hier mit den Blumen auch wieder so die Geschenke des Lebens aufzeigt, eine gute, günstige Gelegenheit, Treffen mit den Leuten, die ihr für euch wichtig hält. Die Blumen im eigenen Haus drin, das ist schon mal gigantisch, ne? Man rechnet mit guten Dingen und das ist auch für mich die Grundeinstellung bei Veränderungen an sich. Die Veränderung, die sich hier ankündigt in Kürze, die hat dann auch Auswirkungen bis ins Frühjahr rein und bringt wirklich die typische Frühjahrsenergie auch mit sich. Da blühen die Blumen, da fühlt man sich freier. Die Konflikte, die es hier gibt, die kommen aus dem Umfeld oder aus der Vergangenheit. Die haben eigentlich den Grund, euch aufzuzeigen, wo müsst ihr mehr für euch einstehen, wo dürft ihr für euch kämpfen oder für euch auch aufstehen. Wenn der Bär sich aufrichtet, ist er groß, er hat Kraft, ne? Und wo nimmt man euch da das Ventil weg, dass ihr die eigene Kraft leben könnt? Wo liegt da der Konflikt? Also man kann hier einen Konflikt, der sich auch schon manifestiert hat, sehr gut beenden. Es kann aber trotzdem auch sein, dass ihr für die Veränderungen, die euch stabilisiert, hier tatsächlich auch aufstehen dürft und sagen, so hier ist die gute Grenze. Wir haben hier im Haus der Hoffnungen und Ängste das Buch drin. Es kann schon sein, dass einem die Veränderungen noch so ein bisschen Kummer machen, weil man nicht weiß, wo die Reise so richtig hingeht. Wenn sich die neue Seite des Buches öffnet, fehlt einem oft auch Info. Zugleich kommt hier die Instruktion. Die Veränderungen, die kündigen sich an, aber die sind noch nicht vollständig. Die helfen uns noch ein bisschen an das Verborgene ranzukommen. Die decken auch Dinge auf. Und hier haben wir das Seelenleben dabei auf jeden Fall. Alle Abhängigkeiten. Man sieht hier praktisch dieses emotional abhängig sein oder von Themen der Vergangenheit abhängig sein oder auch diese Verstrickungen im finanziellen Bereich, die aus Partnerschaften häusliche Situationen kommen können, die auch mit dem Thema Geld zu tun haben. Verbindliches Geld, ne? Ja, aber für die nähere Zukunft die Veränderung am Beziehungsleben, am häuslichen Bereich und an den Finanzen. Wenn ihr hier drauf guckt in die Spiegelung, dann haben wir hier mit den Blumen auch den Zuwachs. Unten am Deck sind die Sterne mit dran, ne? Also eine Situation, wo die Dinge sich so drehen, dass sie unter einem guten Stern stehen, wo sie Aufklärung, Klarheit bringen, wo man eine Lektion gelernt hat und eine spezielle Vision daraus wieder ja, vergrößert oder entstehen lässt. Und an sich ist es hier sogar wirklich ein Ausstieg aus einer Situation, die sehr verstrickt ist oder auch am Ende ein bisschen mit Abhängigkeit einhergeht in verschiedenen Bereichen. Und es geht darum, seine eigene Größe zu leben. Das können hier auch Vaterthemen sein mit dem Bär, ne? Dass man so merkt oder spürt, wo man da hier so Muster hat, wo man mit dem Prinzip Versorgtsein in Resonanz geht. Und wir haben hier mit dem Spiegelsee für die Vollmondphase das Thema Ruhe.
Ja, und die Karte sagt tatsächlich, dass in der Ruhe die Kraft erwächst, die man braucht. So dieses Fundament, das mit dem Haus hier auch angezeigt wird, um das Zuhause für die eigene Seele auch zu entdecken. Die Wahrheit des eigenen Seins sozusagen, ne? Hier ist so ein Beispiel auch dabei, wenn man zum Beispiel unter Schmerzen leidet, soll man sich in die Ruhe begeben, bis man die Quelle findet, auch Verlockungen widerstehen, die höhere Wahrheit sehen oder sie herausfinden und auch zu gucken, wo möchte ich denn meine Seele unabhängig und echt haben. In der Stille steigt die Wahrheit empor. Das haben wir hier, was einem ja manchmal auch so ein bisschen Befürchtung mitbringt, weil die Wahrheit kann auch wehtun. Aber hier geht es wirklich darum, in der Vollmondphase sich ein bisschen zurückzuziehen, die Einsamkeit aufzusuchen, die geistige Welt mehr zu hören und einfach die Gelassenheit im Leben, die man braucht, für alles wieder mehr vorzuholen. Zeit zu haben, ja, Einsichten, die, wenn man zu sehr abgelenkt ist, gar nicht hochsteigen können. Und auch dich nicht zurückhalten, ne, sondern zulassen und vielleicht mit mehr Zeit, ja, wir haben ja hier die kurze Zeit, vielleicht mit mehr Zeit oder über die längere Zeit ja auch zu denken und zu planen, bevor man überhaupt in die Aktion geht. Dann gucken wir noch, welches Kraft hier mitschwingt. An sich ist es eine wirklich klasse Befreiung hier, die hier liegt. Und wir haben den Wal, das passt auch wunderbar, denn es geht um die Rückverbindung, die Ruhe, auch wieder eine gewisse Doppelung. Da kann es auch schon sein, dass die Ruhe, die hier einkehrt, auch eine Bewegung wieder verursacht. Hier kommt Trost und Schutz und man verspürt, dass alles, was man braucht, in einem ist. Man kann ankommen und von dort auch wieder die Verbundenheit zu allem fühlen. Also das Seelenleben wird hier sehr gefragt. Wo ist man zu Hause? Das Haus legt sich hier in die Mitte. Woran hält man fest? Wo zwingt man den Willen auf, statt anzunehmen und hinzugeben und dem Lauf der Dinge zu folgen? Und die Botschaft ist einfach auch, dass man immer nur wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird. Das geschieht jetzt nicht zur Strafe, sondern das geschieht, dass man einfach versteht, dass wir unser Fundament brauchen. Egal was kommt, dass die Veränderungen im Außen, die ja immer starken Bewegungen auch unterliegen, uns den Anker geben, unser eigenes Fundament nicht vom Außen abhängig zu machen. Auch die Erinnerung, dass wir selbst unser Zuhause sind, dass in uns alles angelegt ist, was wir brauchen, indem wir auch Kraft und Liebe finden. Und eben auch diese Botschaft, wenn man bei sich ist, dann kann man die Welt so lassen und auch Veränderungen hinnehmen, wie sie kommen. Mehr dieses Getragene und dieses Versorgtsein-Gefühl. Veränderungen kommen und gehen eben. Mal geht es runter, mal geht es hoch. Der kosmische Rhythmus gibt die Gesetzmäßigkeit vor. Und hier geht es auch darum, dass wenn du bei dir selbst bist, du kannst sein, wo du willst, du fühlst dich immer gut. Und du hast das Gefühl, dass das Feld dich trägt. Und dass du zur rechten Zeit am rechten Ort bist. Das nimmt ja auch dieses Gewimmle, ne? Dass man das noch erledigen muss und das. Oder dass man Veränderungen forciert, die in eine bestimmte Richtung gehen. Das funktioniert eine Zeit lang, aber dann kommt das Leben und gibt dir einen anderen Takt vor. Und das ist wirklich ein schicksalshaftes Thema. So, hier hat sich noch eine umgedreht, das ist der Klee. Auch eine schöne Ergänzung, denn das Glück liegt vor uns und wir können es in so vielen sehen, in so vielen Angelegenheiten und Dingen.
Es kommt halt darauf an, wie man drauf blickt. In der Legung gibt es jetzt zweimal den Klee. Und wir dürfen unser eigenes Glück auch definieren, ja, ohne diese Instruktion von anderen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Vollmondphase. Ich drücke euch. Bis bald.